Wir sind hier auf dem Campingplatz Covelo, in Covelo, ungefähr 4 Kilometer von der Stadt Iseo entfernt, am Iseo-See. Yes, Camping Yes. Covelo. Enjoy. 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 Ma Ja, il video non è una un video. Das sind die netten Mitarbeiter von Covelo. Das ist so ein kleiner Geheimtipp hier. Der See ist nicht ganz so bekannt und deshalb möchte ich noch erwähnen, dass er ungefähr 60 Kilometer westlich vom Gardasee liegt in Italien. Es ist wunderschön hier. Der ganze See ist umgeben von Bergen. Und im See liegt eine Insel. Diese Insel ist in Europa die größte Insel in einem Binnensee. Camping Covelo am Iseo-See. Ein schöner, kleiner, einfacher Campingplatz im Norden von Italien, zwischen Gardasee und Mailand gelegen. Der Platz ist familiär geführt und er hat eine Bar, Pizzeria und Restaurant, die von 8 bis 24 Uhr täglich geöffnet hat. WLAN ist frei und auch gut zu empfangen. Hunde sind erlaubt. Kleinere Einkaufsmöglichkeiten findet man hier am Platz auf dem kleinen Markt sowie auch die täglich frischen und sehr guten Brötchen. Größere Einkaufsmöglichkeiten hat man in der größeren Stadt Iseo, die auch am See gelegen ist und sogar sehr schön am See gelegen ist. Dort gibt es auch große Einkaufszentren und man braucht, ja, es sind nur 2 Kilometer bis Iseo, man kann es sogar laufen. Was uns ganz toll hier gefallen hat, als wir angekommen sind, und das passiert jetzt mit jedem Gast so, man bekommt im Restaurant gleich einmal zur Begrüßung ein Getränk seiner Wahl. Und die Mädels und die Jungs im Team, die sind so nett und freundlich hier. Und jetzt das Einweisen am Platz und das Einparken, das muss man nie alleine machen. Also die Jungs kommen immer angerannt und weisen ein und machen das ganz professionell und dass auch nichts passiert mit den Autos und mit den Wohnwagen und mit den Wohnmobilen. Allerdings muss man, wenn man einen Wohnwagen hat, das Auto außerhalb parken. Aber ist nicht so schlimm, darauf kann man sich auch einstellen. Es sind nur ein paar Meter weiter weg, wo ein bewachter Parkplatz bzw. ein Parkplatz mit Schranke dort ist. Hier fährt man in das Eingangsbereich des Campingplatzes. Wie man kurz im Video sieht, die Bahn fährt direkt am Campingplatz vorbei. Es stört aber wenig und man gewöhnt sich sehr schnell an das Geräusch. Und hier sieht man gleich am Eingang auch den Lageplan. Knapp 100 Stellplätze gibt es, davon 30 unmittelbar am Wasser, 21 in der zweiten Reihe und 45 hinter dem Kiesweg, der durch das Gelände geht. Der Eingangsbereich ist sehr minimalistisch, doch es ist immer jemand präsent. Es wird neben Italienisch auch noch von allen Mitarbeitern Englisch gesprochen und es gibt eine Mitarbeiterin, die spricht sogar Deutsch. Nun gleich zu den Sanitäranlagen, weil ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt auf einem Campingplatz. Am See gibt es schon mal extra Duschen. Sie waren direkt in unserer Nähe und deshalb haben wir diese auch gleich genutzt. Sehr sauber. Und da findet man auch Waschmaschine und Trockner. Neben dem Gelände der Pizzeria steht das Sanitärgebäude der Herren, schräg gegenüber der Damen. Und hier findet man auch gleich die Plätze zum Geschirrspülen. Jetzt in der Corona-Zeit jeder einzelne mit einer Spanplatte getrennt. Bei den Damen gibt es Einzelkabinen zum Waschen. Bei den Herren allerdings sind die Waschbecken nebeneinander in einem Raum. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Betätigen des Wasserhahns geschieht mit dem Fuß, kalt und warm. Diese Art von Toilette ist für uns etwas ungewöhnlich, aber keine Angst, es gibt auch noch welche zum Hinsetzen.
Die allerdings haben auch eine Besonderheit, die ich wiederum gar nicht mal so schlecht finde. Durch das Draufsetzen drückt man den Rahmen nach unten und beim Aufstehen geht er wieder hoch und gibt automatisch einen Desinfektionssprühstoß auf den Rahmen ab. Und das ist der Spülknopf. Es gibt auch noch Waschbecken im offenen Raum und 2 Bidets. Ja, ein bisschen ungewöhnlich alles für unsere Verhältnisse. Aber eins muss ich sagen, die gesamte Anlage wird den ganzen Tag sehr, sehr sauber gehalten und jeden Tag wird mehrmals täglich geputzt. Jetzt kommen wir zu den Stellplätzen. Es hat jeder Sicht zum See. Strom und Wasser für 2 bis 4 Anschlüsse. Der Untergrund ist aus Kies und auch die Wege sind mit Kies ausgelegt, sodass es bei Regen keine Pfützen gibt. Die ganze Anlage ist bepflanzt mit Oliven- und Pinienbäumen, die im Hochsommer gut Schatten spenden. Das sind die Stellplätze in der ersten Reihe. Hier sieht man gut auch die zweite Reihe. Und nach dem Weg, der durch die Anlage führt, kommen Reihe 3 und 4. Ich stehe hier in der 4. Reihe und man sieht, dass jeder, auch in der letzten Reihe, einen freien Blick zum See hat. Am Ende des Platzes befinden sich diese kleinen Art Bungalows. Sie nennen sich Coco. Ich habe auch gelesen, dass hier feststehende Karawane vermietet werden. Nun kommen wir zur Gastronomie. Die Pizzeria bildet das Kernstück der Anlage und ist am See platziert, was direkt einlädt, sich hinzusetzen, was zu trinken und sich vielleicht auch einen kleinen Snack zu bestellen, so typisch italienisch eben. Früh um 8 Uhr geht es schon los, mit Frühstück bis 11 Uhr. Und von 9:30 Uhr bis 17 Uhr bekommt man kleine Snacks. Von Mojito über Caipirinha bis Pina Colada, auch alkoholfreie Getränke und noch viel, viel mehr kann man hier fast den ganzen Tag von ausgebildeten Barkeepern bekommen. Ab 18 Uhr servieren lustige Kellner, wie zum Beispiel Andrea, der ist übrigens der Hammer, traditionelle und sehr wohlschmeckende Gerichte. Aber besser man reserviert, denn das Restaurant ist meistens ausgebucht. Und jetzt kommen wir mal zum See. Das glasklare, aber dennoch im September schon kalte Wasser lädt ganz Mutige zum Schwimmen ein. Die Sportlichen zum Surfen. Wer es etwas ruhiger möchte, fährt ganz langsam mit dem Motorboot über dem See. Etwas schneller geht es mit dem Segelboot, ohne Segel, mit Motor. Oder mit Segel, bei einer steifen Brise. Ganz Verrückte fahren mit Volldampf voraus. Die Reiselustigen besuchen mit der Fähre die Insel Monte Isola. Oder man lässt sich einfach nur treiben. Wie ihr seht, ist der schöne See, den die Römer einst Lacus Sabinus nannten, in vielerlei Hinsicht ein Erlebnis. Mit 65,3 Quadratkilometern ist der Lago de Iseo der viertgrößte See Italiens.
hat aber glücklicherweise längst nicht die touristische Bekanntheit wie der Gardasee oder der Lago Maggiore. Ist aber deshalb nicht weniger schön. Nein, ganz im Gegenteil, er ist wunderschön. Auch schon wegen der Insel Monte Isola, die den Mittelpunkt des Sees bildet und die größte europäische Insel in einem Binnengewässer ist. 2 weitere kleinere Inseln befinden sich in Privatbesitz der Waffenhersteller-Dynastie Beretta. Und unmittelbar südlich des Sees beginnt das bedeutsame Weinbaugebiet Franciacorta, wo die besten Schaumweine Italiens hergestellt werden. The Floating Piers, die schwimmenden Stege, 2016 von Christo installiert, brachte über 1,2 Millionen Besucher an den See. Etwas Vergleichbares hat es in Norditalien noch nie gegeben. Denn wer kann schon von sich behaupten, über Wasser gehen zu können? Von hier aus haben wir noch viele Ausflüge gemacht, zum Beispiel um den See von Stadt zu Stadt mit dem Auto. Weiterhin in die 40 Kilometer entfernte Stadt Bergamo, oder auch mehrmals zu Fuß oder mit dem Rad in die nahegelegene schöne Stadt Iseo. Auch waren wir auf der verkehrsfreien Insel Monte Isola mit der Fähre in der Stadt Peschiera. Und dann habe ich noch eine Wanderung auf der Insel gemacht. Dabei bin ich um die halbe Insel gelaufen und den Berg hoch zum Gipfel 600 Meter über dem Meeresspiegel zur Kirche Madonna della Ceriola. Von da oben hat man einen fantastischen Blick auf den See und die umliegenden Berge. Bei all den Ausflügen sind wieder schöne Aufnahmen entstanden und ich habe wieder aktuelle Informationen dazu, die ich demnächst in einem weiteren Film zusammenfassen werde. Bei Interesse schaut doch gerne wieder mal hinein. Für diesen Film bedanke ich mich aber erstmal für euer Interesse und eventuell über einen Daumen oder ein Abo und auch über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und tschüss! Und arrivederci! Arrivederci, bye. Ciao! Bye.